Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zu A Story About My Uncle. Wir schauen uns das Spiel heute einfach mal an. Dad, Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. So, I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see. warte mal, ich stelle mal die Sprachlautstärke ein bisschen höher. See if Fred was home yet from his latest adventure. So. Allein dieses Haus vom Uncle Fred ist so mit Details zugeklebt, sag ich mal. Man kann sogar eventuell etwas lesen. Aber hier die ganzen kleinen Notizen. Ist schon cool. Da ist sogar ein YouTube-Link. Warte mal, kann ich hüpfen? Nein, ich kann nicht hüpfen. Okay. Das ist auf jeden Fall wirklich cool. Daddy's Helmet. Was ist das? Jet Cola. Gibt's sie wirklich? Würde mich jetzt schon ein bisschen interessieren. Advanced Art. Ich glaube, ich soll zu diesem zu der blau leuchtenden Karte. Aber ich will nicht. Ah, ein Gameboy. Mit dem Spiel The Story About My Uncle. Cool. Nein. Ich will mich erst weit... ach nee, dahinter geht's eh gleich. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Wow. Der war wirklich schon in vielen Ländern, Städten, Orten. Was ist das? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Okay. Na, das kann ich nicht lesen. Okay. I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Ah, draußen schneit sogar. Mich würde mal interessieren, wo wir uns gerade befinden. Also, auf welchem Kontinent. Grappling Hook. Okay.
Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. Ja, stylischer Anzug. Okay. Kann ich jetzt hüpfen? Nein, immer noch nicht. Kann The ich most sprinten? mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. So. Dann legen wir mal den Schalter um. Und stellen uns mal hier drauf. Eine saubere Landung. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then I didn't care so much about where I was going, or how I would get home. So. Okay, Nudeln. Also mit Rechtsklick kann ich auf jeden Fall nicht mehr zoomen, sondern mache jetzt einen sehr hohen Sprung. Ich kann auch normal springen. Das ist auch schon allein so eine Höhe. Aber ich kann leider noch nicht den Grappling Hook benutzen. Aber ich kann schon sprinten. Wie da auch gerade schön erklärt wird. The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Best be careful. So, springen wir mal hier rüber. Und man kann in dem Spiel auch verschiedene Sachen sammeln. War da unten was? Nee. Oh Gott. So. Aber das werden wir wahrscheinlich später noch sehen. Um den so. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Um einen weiten Sprung zu machen. So. Ah, genau. Sowas kann man sammeln. So, ich mach's mal ganz sicher. Oh gut. War vielleicht ein bisschen knapp. Da hinten geht's weiter. Da war, glaube ich, noch irgendwas zum Sammeln. How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food, and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter,
Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food, and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. So. Ja, es gibt auch solche kleineren versteckten Sachen, die dann zur Story beitragen. Hier muss ich raus. So. Okay. Komme ich auch mit normalen Sprung hin. Steht hier unten nicht irgend so ein... Ne, scheinbar steht hier nichts. Schade. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. So, jetzt kann man sich so ranziehen. Was ziemlich cool ist. Allgemein, dieses Spiel gefällt mir. Gibt's hier was? Nein. Schade. So, hier soll ich wahrscheinlich lang rennen. So, reingezogen. Oh Gott, bin ich weit geflogen. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt aktiviert hatte. Scheinbar schon. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave, and I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Ja. So, wo muss ich hin? Vermutlich da. Ja, verdammt. Ich hätte früher loslassen müssen. Vielleicht kenne ich auch nur die Ecke. Man sieht dann auch, wo ich mich festgehalten habe. Selbst wenn ich runterfall. Guck, man sieht dann die ganzen Symbole. Die würden dann, glaube ich, auch noch da bleiben, wenn ich halt, wie gesagt, runterfall. Aber das hoffen wir natürlich nicht. Oh. Lass mich dahin. So. Nein! Ah, verdammt. So, ich weiß gar nicht, muss ich das jetzt nochmal sammeln? Oh Gott. Nein, muss sie nicht. Gut zu wissen. Na egal. Warten wir, bis die Insel wiederkommt. So. Jetzt passt das auch. Mit deinem Interagen. Gut. The adventure suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. So, zum
Um sicher zu gehen, grab ich mich mal mehr als ich eventuell müsste. So. Nein. Ah, okay, da hoch muss ich erst. Ja, richtig hinlenken, gut. Okay. So, warte mal, habe ich hier unten gerade irgendwas gesehen? Ach nee, das war nur... War nichts. Schade. Da oben drauf ist auch nichts? Nein. Wo bin ich? Und zack. Easy gelandet. Hui. So, da warten wir mal. Ich habe schon an sich schon lange nichts mehr gefunden. Ah, ich muss zuerst da runter. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich dort unten hätte landen können. Also ich meine jetzt noch weiter unten. Vermutlich nicht. Ach, so knapp. So. Ist hier sonst noch was oder nur dieser eine Fels? Ja, ich hätte mich sogar noch ein bisschen länger festhalten können. Ja, da bekomme ich auch den nächsten Kristall. Kann ich mir jetzt zweimal festhalten. So. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das war knapp. Fast wäre ich oben. Hätte ich mich oben dran gestoßen. So, ist hier drüben irgendwas? Nee, schade. So, noch weiter hoch. Da oben ist sogar ein Loch. So, anderer Stein. Gut. Das war schön gewechselt. Oh. Ach, das sind immer zwei Steine, die sich gegenüber liegen. Da hinten gibt's, glaube ich, wieder was. Damit die vom Spiel auch mal wieder was sagen. Ach, da ist doch ein schöner Pfeil.
Ich kann nicht mehr sprinten. Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes, I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise, though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Ah, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special, but I don't know what happened to them. So. Die Geschichten finde These ich auch blue richtig cool. lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? So, ich würde gerne wieder sprinten. Oder springen. Oder beides. Aber darf ich gerade leider nicht. Wegen ihr. Hello, who are you? You're not from here. Wow, you look just like Fred, but smaller, and with less hair on your face. She knew Fred. I told her that he was my uncle, and that I was looking for him. What's an uncle? I said that he was, that I had known him all my life. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others call me Mad Maddie sometimes. I don't know why really, but you can call me Maddie. You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square. I'll show you around. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. I couldn't believe it. An underground village, inhabited by frog people, or more like salamanders. Either way, they walked like humans, they talked like humans. How is that possible? Okay. Afstand. Egal. Hat ja gepasst. Okay, ich würde sagen, wir laufen noch in die Stadt. Oh Gott. Nee. Kann ich mich irgendwo festhalten? Ich weiß nicht, ob das an den... Nein! Okay. Habt mich zum Glück gerettet. So. Okay, ein bisschen vorsprinten. In die Stadt. Hey! Hi. Hi, welcome to my village. This is the town square, and that over there is Fred's tent. I haven't seen him in a few days, though. Maybe our elder Samuel knows where he is. He knows a lot of stuff. Mostly boring stuff, if you ask me, but it's worth a try. Before asking him, though, you should check out the village.
It's not so bad, unless you have to stay for too long. When you're done, go to the island with the windmill, and you'll see Samuel's cove from there. I'll go on ahead and tell him that you're coming. He's not much for surprises. Later! I thanked Madeline and agreed to meet her later. It was strange. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? So, dann würde ich aber sagen, war's das mit dem kleinen Video zu A Story About My Uncle. Mich würde es freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video wieder und tschüss.